Hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind im Moment zusammen im Schwarzwald unterwegs. Um genau zu sein, im Nordschwarzwald bei Bühl. Und heute geht's auf den Gertelbachsteig. Und der führt uns durch eine wildromantische Schlucht und hat als eines der Highlights die Gertelbach-Wasserfälle. So schaut's aus. Ist ein Rundweg mit um die 10 Kilometer, 400 Höhenmeter. Wir sind hier schon mittendrin, allerdings auf einem ganz kleinen Abschnitt, den ich eingeplant habe zur Hertha-Hütte. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie Rundweg und Abschnitte sind, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war am Wanderparkplatz der Gertelbach-Wasserfälle. Nach einem kleinen Stück auf asphaltierter Straße führte uns der Weg näher an den Bach heran. Hier war es allerdings noch der Wiedenbach. Sehr zu unserer Freude wurde der Weg schnell schmaler und der Untergrund immer naturbelassener und abwechslungsreicher. An dieser Stelle mündet der Gertelbach in den Wiedenbach. Mit anderen Worten, die Wasserfälle konnten nicht mehr weit sein. und da waren sie auch schon. Die ersten Ausläufer der Gertelbach-Wasserfälle. Die Wasserfälle sind der spektakuläre Teil des gerade einmal 2,5 Kilometer langen Gertelbachs. Auf einer Länge von etwa 800 Metern rauscht das Wasser hier in 15 Fallstufen kaskadenartig insgesamt 220 Meter in die Tiefe. Wenn das mal nicht vielversprechend klingt. Der Wanderpfad, welcher hier entlang der Wasserfälle nach oben führt, stammt übrigens aus dem Jahre 1889. Die Wasserfälle waren also schon früh als touristisches Ziel bekannt und beliebt. So folgten wir dem Bachlauf bergan über Stock und Stein. Und auch mal über das ein oder andere Brückchen. Dabei bemerkten wir vor lauter Staunen kaum, welchen Höhenunterschied wir hierbei bewältigten. So freudig das von der Sonne zum Leuchten gebrachte Wasser bergab floss, so begeistert stiegen wir im Ufer entlang immer weiter bergan. Anstatt zu ermüden, wurden wir immer munterer, ganz als ob Wasser und Sonne ihre Energie auf uns übertragen würden. Und nicht genug der Freude, nach etwa der halben Strecke führte uns der Weg sogar direkt an einem Schnapsbrunnen vorbei. Was macht sie denn da? Ein wenig kneipen? Ah, nein, sie posiert für ein Thumbnail. Na dann muss ich doch gleich mal die Kamera zücken. Da hat Tobi den Moment aber sehr gut festgehalten, wenn das mal nicht nach einem verlockenden Weg aussieht. Der Weg war aber auch wie für mich gemacht. Felsig, bergauf, am Wasser entlang, besser geht es kaum. Wobei, was sehe ich da? Doch nicht etwa einen Grenzstein? Was sagst du schnell? Ist ja auch nicht viel Platz da oben. Geradeaus nach vorne, geradeaus strecken nach vorne, ja, runter, runter, ja, genau so ungefähr und jetzt Beinchen. Und jetzt musst du mit dem anderen treten. Nee, ich bin ja froh, wenn ich hier stehen bleiben kann. Aber
Gott. Ah. Ja, tut weh. Jetzt hat Tobi den zweiten Versuch geschnitten. Dabei hat es beim zweiten Mal ohne Probleme geklappt, aufzustehen. Aber klar, dass er die Aufmerksamkeit auf meine laienhaften Versuche, den Kranich zu machen, lenkt. Aus mir wird eben kein Karate-Kid mehr. Aber der Grenzstein hat Spaß gemacht und den Weg für mich noch perfekter. Auch wenn die Wasserfälle eher kleindimensioniert sind, Krach machen sie auf jeden Fall wie die großen. Ja, jetzt haben wir die Wasserfälle erklommen. Geiles Stück Weg. Ja, wir sind gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Also ich glaube, toppen kann man es nicht mehr, aber egal, wir haben unseren Spaß. Na, ob er damit recht hat? Sagen wir mal so, toppen vielleicht nicht, aber das hohe Niveau wurde auf jeden Fall gehalten. Also hier haben sie es fast idiotensicher markiert. 3 Markierungen, dass der Weg abzweigt und man nicht hier weiter den Berg runterläuft. Tobi hat's übersehen. Nun, idiotensicher ist eben nicht zwingend auch Tobi sicher. Auch ich habe mal meine unaufmerksamen Momente. Gut, wenn ich Anne dann dabei habe. Nach so viel Aufstieg müsste man doch eigentlich auch mal eine Aussicht bekommen. Wie bestellt kam hier der Wiedenfelsen. Ein super schöner Aussichtspunkt. Mit super viel Besuch. Wen wundert's? Also kurz die Aussicht festgehalten und weiter ging der Wanderspaß. Keine Angst, auf Asphalt ging es nicht weiter. Zwischen den Straßen gibt es einen schönen schmalen Pfad, der uns auch direkt wieder in den Wald hineinführte. Nee, wir wollen doch zu dieser Höhe hoch. Die geht hier rechts. Nee, mache hier weiter. Aber die Höhe geht rechts hoch. Nee, Hertha-Hütte links. Wir wollen aber doch auf das Ding mit dem Aussichtsturm, oder? Nee, Hertha-Hütte. Das stimmt schon. Nicht die Badener Höhe? Nein. Ich will wieder hoch. Tobi rollt den Berg runter. So viel zur Wegmarkierung und dem Folgen derselben. Zu eurer Erheiterung, ich habe vorher mehrfach erzählt, es geht zur Hertha-Hütte. Naja, da Anne nur das hört, was sie hören will, also in dem Fall Höhe oder Gipfel, musste ich sie leider enttäuschen. An diesem Punkt verließen wir den Steig für kurze Zeit, wollten wir doch zur eben erwähnten Hütte. Und wie ihr seht, der Abstecher lohnt auf alle Fälle. Der hier passierte Falkenfelsen ist eine beeindruckende, bis zu 60 Meter hohe Granitfelsformation, welche auch bei Kletterern sehr beliebt sein soll.
Auf den letzten Metern zur Hütte folgten wir kurz einem alten, ehemals befestigten Weg dorthin. Die Hütte selbst wurde bereits 1913 auf einem Ausläufer des Falkenfelsens errichtet. Von dort bot sich uns ein toller Panoramablick auf das Bühlertal und ins Rheintal. Das Schild sagt, dass es in 100 Metern eine Einkehrmöglichkeit gibt. Da kann der Tobi wieder Gas geben. Man könnte glauben, er riecht Kaffee und Kuchen. Na, was ein Glück. Der Tobi, der wäre hier gleich wieder reingerannt. Gell? Ja, ich habe mich so auf Kaffee und Kuchen gefreut. Da vorne irgendwo ein Schild gesehen gehabt, dienstags bis 16 Uhr offen. Heute ist Dienstag und hier steht jetzt auf einmal Dienstag Ruhetag. Vielleicht habe ich mich noch einfach verlesen. Naja, egal. Wer Tobi kennt, weiß, egal ist es ihm sicher nicht. Aber es half nichts. Auch mit leerem Kuchentank musste er den Weg irgendwie zu Ende bringen. Gut, dass er kurz hinter dem Waldgasthof eine spannende Entdeckung machte, die ihn eine ganze Zeit lang ablenken sollte. Ja, was wir hier haben, sind Spurrillen. Recht spannend. Wir sind nämlich hier auf einem alten Verbindungsweg, der bis Mitte des 19. Jahrhunderts genutzt wurde. Also Weg, ihr seht, das ist alles sehr schmal, sehr eng. Und von den Wegen, Karren, wie auch immer, die hier gelaufen sind, habt ihr hier noch diese Hinterlassenschaften im Stein. Wenn man da ein bisschen aufmerksam ist, kann man davon noch einiges entdecken. Und von diesen Wagenspuren gab es auf dem Wegabschnitt viele zu entdecken. Kein Wunder, wurde der alte Verbindungsweg, der vom Bühlertal über Herrenwies nach Hunsbach führte, noch bis 1848 von Fuhrwerken mit Eisenreifen befahren. Das letzte Stück zurück zu unserem Ausgangspunkt führte über meist breiten Forstweg bergab. Dabei bot sich uns die ein oder andere schöne Aussicht und neben kurzen Abschnitten über schmalen Pfad entdeckten wir auch hier und da noch kleinere Sehenswürdigkeiten am Wegesrand.
Ja, da ist es geschafft. Der Gertelbachsteig ist gewandert. Und er hat einen riesen Spaß gemacht. Wir hatten wieder ganz viele schmale Pfade, wir hatten tolle Aussichten, wir hatten hier und da eine kleine Sehenswürdigkeit. Ein Wasserfall zum Beispiel. Wobei der Wasserfall natürlich eine größere Sehenswürdigkeit an der Stelle ist. Also das macht richtig Laune, da hochzulaufen. Der Abstecher zur Hertha-Hütte, den wir gemacht haben, der lohnt aufgrund der Aussicht auch auf jeden Fall. Ja, die ersten 2 Drittel des Weges top und im letzten Drittel habt ihr relativ viel breiten Forstweg mit dabei. So zum lockeren Bergab auslaufen war das dann aber auch für uns ganz okay gewesen. Ja, ich fand auch die Höhenmeter, die haben sich relativ verlaufen auf dem Weg. Dadurch, dass man die meisten ja am Anfang schon macht, wo man dann dem Wasserfall bergauf folgt sozusagen. Genau, da ist man so abgelenkt, da merkt man nicht so viel von den Höhenmetern. Ja. So, ansonsten, mein Lieblingsthema Markierungen waren okay. An 1, 2 Stellen hätte es ein bisschen genauer sein können. Gibt ja eine eigene Markierung für den Steig und zwischendurch folgt ja dann auch immer wieder der blauen bzw. auch der gelben Raute. Ja, gut, dann würde ich sagen, ja, haben wir es für heute, oder? haben wir es mal wieder. Also, wir hatten heute einen richtig schönen Wandertag. Wir hoffen, ihr hattet auch einige schöne Minuten, uns am Bildschirm zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.